Lichtblick der Woche. Menschen inspirieren Menschen. Lieber Herzmensch, herzlich willkommen zu unserer ersten gemeinsamen Reise. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Nicht nur für mich, nicht nur für unser Team, sondern vielleicht auch für dich. Denn heute beginnt etwas ganz Neues. Etwas, das ich schon sehr lange in meinem Herzen trage. Und vielleicht kennst du diese Momente. Man hat eine Idee, einen Traum. Etwas, von dem man spürt, dass es irgendwann seinen Platz im Leben finden soll. Und trotzdem wartet man. Nicht, weil die Idee nicht gut ist, sondern weil das Leben dazwischen kommt. Weil immer noch etwas anderes wichtiger erscheint, weil man glaubt, es perfekt machen zu müssen, perfekt sein zu müssen und weil man denkt, wenn ich mehr Zeit habe, wenn ich wieder gesund bin, wenn alles passt. Kennst du solche Gedanken? Ich glaube, wir alle kennen sie. Und genau deshalb sitze ich heute hier. Meine Stimme ist noch nicht ganz zurück. Ich bin noch ein wenig erkältet. Eigentlich wollte ich noch warten, noch eine Woche, vielleicht 2, bis alles perfekt ist. Aber dann habe ich mich gefragt, seit wann muss etwas perfekt sein, damit es Menschen berühren darf? Vielleicht ist gerade dieser Moment der richtige, vielleicht sogar gerade deshalb, denn das Leben wartet schließlich auch nicht darauf, perfekt zu sein. Es findet einfach statt. Und deshalb freue ich mich unglaublich, dass du heute hier bist. Vielleicht hörst du mich gerade beim Frühstück, vielleicht im Auto, vielleicht beim Spazierengehen. Vielleicht sitzt du mit einer Tasse Kaffee ganz gemütlich oder mit einem kleinen Tässchen Tee auf deinem Balkon. Vielleicht brauchst du heute einfach nur ein paar Minuten Ruhe und nimmst sie dir jetzt einfach, ganz egal, wo du gerade bist. Schön, dass wir diesen Moment miteinander teilen. Weißt du, in den letzten Jahren habe ich unglaublich viele Menschen kennenlernen dürfen. Menschen, die gesundheitlich kämpfen, Menschen, die finanziell kämpfen, Menschen, die sich nach Freiheit sehnen, Menschen, die sich einfach nur wünschen, wieder einmal unbeschwert lachen zu können. Und weißt du, was mich dabei immer wieder bewegt hat? Fast alle glauben, sie müssten ihr Leben komplett verändern. Sie suchen nach dem großen Wendepunkt, nach der Entscheidung, nach der einen Entscheidung, nach dem einen Wunder. Aber ich glaube inzwischen etwas anderes. Ich glaube, und das ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl, unser Leben verändert sich selten durch einen einzigen Moment. Kannst du dich da reinspüren? Es verändert sich täglich durch Tausende unserer kleinen Entscheidungen. Jeden Tag ein Glas Wasser mehr, 10 Minuten Bewegung, ein liebevolles Gespräch, ein Spaziergang, ein ganz klares Nein oder ein ganz klares Ja, ein Gedanke. Nur ein einziger Gedanke. Und manchmal genügt genau dieser Gedanke, damit plötzlich etwas in Bewegung kommt. Vielleicht kennst du das. Jemand sagt zu dir einen einzigen Satz und Jahre später erinnerst du dich immer noch daran. Nicht, weil dieser Mensch dein Leben verändert hat, sondern weil dieser Satz etwas in dir ausgelöst hat. Genau das wünsche ich mir für diesen Podcast. Ich möchte nicht dein Leben verändern. Das kannst nur du. Aber vielleicht gelingt es mir, dir ab und zu einen Gedanken mitzugeben, einen kleinen Lichtblick, einen Impuls. Und vielleicht wird genau dieser Impuls, dieser Gedanke, dieser Lichtblick irgendwann zu einem ganz neuen Anfang für dich. Aus deiner eigenen Entscheidung heraus. Warum heißt dieser Podcast eigentlich Lichtblick der Woche? Weil jeder Mensch Licht braucht, nicht nur draußen, im Außen, auch im Innen. Es gibt Wochen, da scheint die Sonne und trotzdem fühlt sich alles dunkel an. Und es gibt Tage, an denen es regnet.
Und trotzdem spüren wir Hoffnung. Ein Lichtblick ist eigentlich nichts Spektakuläres. Manchmal ist er ganz leise, ein Lächeln, ein Sonnenstrahl, eine Umarmung, eine Nachricht. Oder einfach jemand, der sagt, ich sehe dich. Ich sehe dich genauso, wie du gemeint bist, gemeint warst von Anfang an, seit Anbeginn der Zeit, seitdem es dich gibt. Ich wünsche mir für dich, dass dieser Podcast genau so ein Lichtblick für dich sein wird. Nicht laut, nicht aufdringlich, nicht besserwisserisch, denn wir wissen es alle nicht besser, sondern ein kleiner, stiller Begleiter, jede Woche. Ein paar Minuten nur für dich. Vielleicht fragst du dich jetzt, was erwartet mich hier eigentlich? Die Antwort ist ganz einfach. Ehrliche Gedanken, Geschichten aus dem Leben, Impulse für die Gesundheit, für die Gemeinschaft, für die Freiheit, für persönliches Wachstum, für die Tage, an denen alles leicht ist und genauso aber auch für die Tage, an denen gerade vielleicht gar nichts so leicht ist, sich alles schwer anfühlt. Manchmal werden wir lachen, manchmal nachdenklich werden und vielleicht fließen auch manchmal ein paar Tränchen. Und manchmal werden wir vielleicht einfach gemeinsam ganz still sein, denn auch Stille darf ihren Platz haben. Sie ist wichtig. Aus der Stille erwachsen große Dinge. Ab der kommenden Woche erscheint unser Lichtblick der Woche immer sonntags um 11:11 Uhr. Warum gerade 11:11 Uhr? Das hat nichts mit Karneval zu tun, sondern diese Uhrzeit erinnert viele Menschen daran, dass sie einfach mal einen Moment innehalten dürfen. Für mich ist sie ein Symbol, ein kleiner Weckruf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue regelmäßig jeden Tag um 11:11 Uhr auf die Uhr. Sie ist für dein Herz als kleine Erinnerung gedacht. Jetzt. Nicht morgen, nicht irgendwann, jetzt beginnt dein Leben. Heute ist unser erster gemeinsamer Schritt. Ausnahmsweise erscheint diese Folge heute etwas später, weil ich eben auch noch ein kleines bisschen erkältet bin und mich heute erstmal ein kleines bisschen frei husten musste, um diesen Podcast für uns alle aufzunehmen. Auch meine Stimme hat mir eben in den letzten Tagen gezeigt, dass ich lernen darf, geduldig mit mir zu sein. Vielleicht war genau das schon der erste Lichtblick, dass wir nicht warten müssen, bis alles perfekt ist, sondern anfangen dürfen mit dem, was heute möglich ist. Und genau damit möchte ich den ersten Lichtblick eigentlich schon wieder schließen, denn es soll auch nicht zu lang werden. Du musst nicht dein ganzes Leben an einem Tag verändern. Aber du kannst heute den ersten Schritt gehen. Vielleicht ist dieser erste Schritt heute nur, dir selber einmal wieder zuzuhören, hinzuhören, die innere Stimme in dir drin mal wieder zu verspüren. Vielleicht bedeutet er aber auch, heute etwas freundlicher mit dir zu sprechen. Wir kennen das alle, dass wir oftmals auch sagen, ach ich Idiot, ach was habe ich denn da jetzt schon wieder gemacht? Nein, sprich einfach etwas freundlicher mit dir. Vielleicht gehst du heute eine Runde spazieren. Vielleicht trinkst du bewusst einfach mal ein Glas Wasser mehr. Und vielleicht informierst du dieses Glas Wasser mit guten Gedanken für dich, für dein Wachstum, für deine Zellen. Vielleicht rufst du einen Menschen an den du schon lange gedacht hast. Ein Mensch vielleicht, mit dem du nicht mehr gesprochen hast seit längerer Zeit, aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht entscheidest du dich heute einfach dafür, an dich zu glauben. Vielleicht vergibst du heute einem Menschen, dem du lange nicht vergeben konntest. Denn auch in der Vergebung liegt ganz viel Heilung, wenn nicht sogar die effektivste. Heute brauchst du nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zum Abschluss möchte ich dir noch eine Frage mitgeben. Nimm sie einfach mit in die kommende Woche.
Du musst sie jetzt nicht beantworten, lass sie einfach in deinem Herzen wirken. Was kannst du in dieser Woche tun, wofür dir dein zukünftiges Ich eines Tages dankbar sein wird? Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam begonnen haben und ich freue mich noch mehr auf alles, was vor uns liegt. Denn ich habe das Gefühl, dass dies nicht einfach ein Podcast wird, irgendeine Podcast-Serie, die irgendjemand mal gerade aus dem Boden stampft, sondern es ist eine Reise, unsere gemeinsame Reise, eine Reise zu dir, eine Reise zu mir, eine Reise Hand in Hand. Danke, dass du heute den ersten Schritt mit mir gegangen bist. Ich wünsche dir eine Woche voller Lichtblicke. Pass gut auf dich auf und wenn du magst, sehen oder besser gesagt hören wir uns am kommenden Sonntag um 11:11 Uhr wieder. Bis dahin, alles Liebe, fühl dich von Herzen umreicht. Deine Sarah.